Mitten im südafrikanischen Regenwald tummelt sich ein Rudel Löwen in der Nähe einer verlassenen Müllhalde. Eine große Plastikbox, die einst Speiseöl enthielt, wurde vor die Löwen gerollt. Der neugierige junge Löwe senkte den Kopf, um zu schnüffeln, und steckte dann seinen Kopf in die Kiste, um sie zu erkunden. Der Geruch von Essensresten veranlasste es, hineinzulecken, wobei es seinen Kopf tief vergraben hatte und nicht herausziehen konnte. Die scharfe und harte Plastikbox mit der kleinen Öffnung schloss sich fest um seinen Hals und ließ ihn panisch zappeln. Es brüllte, schüttelte den Kopf und rollte auf dem trockenen Boden, aber die Kiste wollte immer noch nicht herausfallen. Die Löwen schauten zunächst zu, wussten aber nicht, wie sie helfen sollten, also gingen sie weg, um weiter zu spielen. Es rannte um die Herde herum, stieß gegen Äste und Steine und hoffte, dass irgendetwas helfen würde, die Kiste zu lösen. Jedes Mal, wenn er es rammte, schmerzte sein Hals und blieb fester hängen. Schließlich trennte es sich unter Schmerzen und in Panik von der Herde und rannte in den tiefen, dunklen Wald. Da es weder sehen noch essen konnte, begann es tagelang ziellos umherzuwandern. Zuerst hatte es Schwierigkeiten, aber nach und nach lief es einfach wie ein Schatten ohne Ziel. Mit jedem Tag magerte sein Körper ab und seine Rippen traten unter seiner trockenen, harten Haut hervor. Das einst goldene Fell fällt nun fleckenweise aus, ist mit Schlamm bedeckt und hat eine schmutzig-schwarze Farbe angenommen. Die Kiste verengte seinen Hals, was ihm das Atmen erschwerte und seine Körpertemperatur hoch hielt. Seine schwachen Beine gaben mehrmals nach, aber sein Überlebensinstinkt ließ ihn immer noch aufstehen. Kein Brüllen mehr, kein Zappeln mehr, es ging einfach laut los. Von oben begannen Geier zu kreisen, da sie den Geruch der Untoten rochen, der im Wind lag. Alle wilden Tiere mieden es, als wäre es ein seltsames und sterbendes Geschöpf. Er konnte nichts mehr sehen, hörte nur noch verschwommen und hatte Kopfschmerzen, als würde er jeden Moment explodieren. Kein Schatten, kein Wasser, kein Lebewesen würde sich nähern, es war in eine lebendige Hölle gefallen. Langsame Schritte schleiften über den heißen Boden, nur ein schwaches Herz hielt an ein wenig Hoffnung fest. Am 5. Tag war sein Körper fast völlig erschöpft und konnte nur noch schnell atmen. Und dann verließ es irgendwie langsam den Wald und machte sich auf den Weg in fremde Länder. Es roch nach Menschen und Teer und noch etwas anderem, das sich von der wilden Welt unterschied, die es gekannt hatte. Es überquerte einen kaputten Zaun am Rand des Reservats und lief direkt auf eine asphaltierte Straße in der Nähe eines Wohngebiets. Zum ersten Mal in seinem Leben wagte sich der wilde Löwe in menschliches Territorium, nicht um zu jagen, sondern um Hilfe zu bitten. Jason und Amara, 2 Touristen, waren nach einem aufregenden Tag voller Besichtigungen auf dem Rückweg zum Hotel, als sie plötzlich ein Wesen mitten auf die Straße treten sahen. Jason trat auf die Bremse, als er erkannte, dass es ein Löwe war, dessen Kopf von einer Kiste bedeckt war. Amara schrie vor Angst, doch ihr wurde sofort klar, dass das Tier nicht angriff, sondern nur taumelte. Es war so dünn, dass seine Knochen hervorstanden, sein Fell war fleckig und es ging, als würde es jeden Moment zusammenbrechen. Jason zog seelenruhig sein Telefon heraus und rief die Notrufnummer des Parks an, wie ihm der Reiseleiter gesagt hatte. Amara nahm die Wasserflasche und den Kuchen und stellte sie vorsichtig am Straßenrand ab. Dabei hielt sie Abstand, um keine Panik auszulösen. Der Mitarbeiter bestätigte die Ankunft der Ranger und forderte sie auf, ihren Standort zu markieren und engen Kontakt zu vermeiden. Als leicht erkennbares Zeichen band Jason sein weißes Hemd an einen Ast am Straßenrand. Amara hielt Jasons Hand, ohne den Blick von dem Löwen abzuwenden, der am Straßenrand lag und nach Luft schnappte. Es hat das Ende seiner Ausdauer erreicht und wartet nur noch auf eine rettende Hand oder akzeptiert das Ende. Ungefähr 30 Minuten später hielt ein Naturschutzlastwagen mit 2 Rangern, Ruben und Thabo, darin an. Die beiden stiegen schnell aus dem Auto. Sie trugen Elektroschocker, Netze, Seile und einen großen Eisenkäfig. Ruben überblickte die Szene und signalisierte Jason und Amara, sich in Sicherheit zu bringen. Thabo trat vor und zielte langsam mit dem Betäubungsgewehr auf das Löwenkalb.
Ein Plopp-Geräusch ertönte, die kleine Nadel drang in seinen Hinterschenkel ein, was ihn zucken und zusammenbrechen ließ. Beide Ranger näherten sich und überprüften die Atmung und die neurologischen Reaktionen, um sicherzustellen, dass das Medikament gewirkt hatte. Die Kiste wurde gründlich untersucht, war mit Schmutz und Sand bedeckt und verströmte einen starken Gestank. Ruben nahm seine Schere und schnitt vorsichtig jede Schicht Hartplastik vom Hals des Löwen ab. Die Wunde war so tief, dass man sie von innen sehen konnte, was jedem, der sie sah, Kummer bereitete. Nach einigen vorsichtigen Minuten fiel die Plastikbox schließlich herunter und gab zum ersten Mal seit Tagen den Blick auf den Löwenkopf frei. Sein Kopf war mit Kratzern übersät, seine Augen lagen tief, seine Nase war rissig und seine Ohren hingen vor Erschöpfung herunter. Sie legten es vorsichtig auf eine Trage, wickelten ein Tuch um seinen Hals und brachten es in den Rettungskäfig. Thabo schloss den Käfig ab und Ruben stand seufzend da, als hätte er gerade eine lebensbedrohliche Rettung überlebt. Er wandte sich an Jason und Amara, senkte dankend den Kopf und sagte: „Ihr beide habt es wirklich gerettet." Jason nickte und Amara wischte sich die Tränen weg. Sie lächelte erleichtert, weil sie wusste, dass sie das Richtige getan hatte. Der Pickup-Truck mit dem Löwen an Bord brauste davon und hinterließ eine große Lücke. Im Käfig schlief der Löwe tief und fest, seine Brust hob und senkte sich sanft, als würde ein Leben gehalten. Und so hatte es dank mutiger und freundlicher Menschen die Chance, von den Toten auferstanden und wieder zum Leben zu erwecken. Im medizinischen Zentrum des Schutzgebiets stand ein Team von Tierärzten bereit, um zu warten, sobald das Fahrzeug eintraf. Der Löwe wurde in einen Isolierraum gebracht und auf einen Untersuchungstisch mit moderner Hilfsmittelausstattung gelegt. Der Chefarzt injizierte Antibiotika, verabreichte Infusionen und Antischockmedikamente, um das Leben des Patienten zu stabilisieren. Der Halsbereich wird desinfiziert, die Wunde wird vernäht und mit weicher Gase und antibakterieller Lösung verbunden. Sie kratzten Schmutz aus dem Fell, stellten Geschwüre fest und stellten Anzeichen einer leichten Leberschädigung fest. Der Löwe blieb im Koma, aber seine Lebenszeichen stabilisierten sich nach den ersten Stunden. Sie überwachten jeden Atemzug, jeden Herzschlag und blieben abwechselnd die ganze Nacht an seiner Seite. Die erste Mahlzeit besteht aus einer flüssigen Fleischsuppe, die über eine Sonde verabreicht wird. Dies hilft, einen Schock des Verdauungssystems zu verhindern. Am nächsten Morgen öffneten sich seine undurchsichtigen Augen langsam und blinzelten leicht, als ob es das erste Licht seit vielen Tagen spüren würde. Alle lächelten, als sie sahen, wie das einst fast tote Geschöpf aus seiner Verzweiflung zurückkehrte. 2 Wochen vergingen, der Löwe erholte sich allmählich, aß besser, konnte laufen und seine Haut begann zu heilen. Nach und nach wächst neues Haar nach, zuvor verlorene Stellen werden durch kurzes, glänzendes Haar ersetzt. Es begann in seinem Käfig leise zu brüllen, ein natürlicher Reflex, der allmählich wiederkehrte, wenn es ein seltsames Geräusch gab. Jeden Tag wird es in den halbwilden Hof gebracht, um ein Sonnenbad zu nehmen, das Laufen zu üben und sich an das Gras zu gewöhnen. Die ärztliche Nachuntersuchung ergab, dass es vollkommen gesund war und wieder selbstständig im Wald leben konnte. Einen Monat später übernehmen Ruben und Thabo eine letzte Mission, sie wollen es auf die Weide zurückbringen, wo es hingehört. Im Wagen saß er in einem halboffenen Eisenkäfig und beobachtete die vertraute Landschaft, die an ihm vorbeizog. Das Auto hielt im nördlichen Hluhuwe-Gebiet, wo die Löwen einst lebten und noch heute leben. Ruben schloss den Käfig auf und trat zurück, ließ die Tür offen, sodass Licht von der im Wind flüsternden Wiese hereinströmte. Der Löwe trat hervor, seine Füße berührten den weichen Boden und er blieb einige Sekunden stillstehen, als ob er seine Rückkehr spüren würde. Aus der Ferne hoben ein paar andere Löwen ihre Köpfe und blickten zu ihrem vermissten Kameraden. Es holte tief Luft, ging langsam auf die Büsche zu und drehte sich dann plötzlich um. Seine Augen trafen Ruben und Thabo, die Menschen, die es vor dem Tod bewahrten und ihm eine Chance zum Leben gaben. Kein Brüllen, kein Schritt nach vorne, nur ein stiller, aber dankbarer Blick wie ein stiller Abschied. Dann drehte es sich um und verschwand hinter den dichten Büschen, wo der Wind leise rief. Jason und Amara wurden später bei einem Wildtierschutzfestival in Durban geehrt.
Unter Tränen erzählten sie ihre Geschichte und inspirierten damit Hunderte von Menschen, an dem Umweltprogramm teilzunehmen. Ruben und Thabo setzten ihre stille Arbeit als Runner fort und blickten bei jeder Patrouille in Richtung der Graslandschaft. Die Plastikbox wurde in der Mitte aufbewahrt, als Symbol der Warnung vor Verschwendung und unbeabsichtigter Grausamkeit. Und dieser Löwe nun stark und frei wurde zu einem lebenden Beweis für die Macht der Menschheit.